Hallo ihr lieben Seelen, ich bin's Asteria und heute lege ich mal, was kommt die nächsten 48 Stunden auf dich zu, und da bin ich schon ganz gespannt, und legen tue ich mit dem Tarot und mit den Linnemer-Karten. Meine Kartendecks könnt ihr in der Infobox sehen und ich denke mal, ich lege los. Ich bin gerade am gucken, welche Karten ich noch nehme. Aber ich denke so, das werde ich hinterher nochmal alles sehen. So, also erst einmal, bevor ich überhaupt anfange zu legen, ganz vielen Dank für die vielen, vielen Likes, die ich von euch mittlerweile erhalten habe, die Textnachrichten, also eure Kommentare, eure Abos, die ihr mir geschenkt habt, denn nur so kann mein Kanal wachsen. Und also ich bin da ganz, ganz glücklich drüber und fand das total klasse. Also vielen, vielen Dank dafür. Also mache ich jetzt mal weiter. So, da wollen wir mal sehen, was sagen denn die nächsten 48 Stunden für euch. Ein paar Karten, ja, das sind aber sehr viele Karten. Ein paar Karten, ansonsten ziehe ich, da ist schon eine. Also, da haben wir die Königin der Stäbe, eine selbstbewusste Frau, die Durchsetzungsvermögen hat, auch weitsichtig ist, eine feurige Energie. Ja, es könnte auch eine Schützefrau sein. Wollen wir mal gucken. Und da haben wir den Narren. Da haben wir den Narren und wir haben den Herrscher über Kopf. So, da wollen wir mal sehen, was haben wir denn da unter? Ich erkläre das gleich alles. Was haben wir da drunter? Da haben wir die 10 der Kelche. Das ist wie Wunscherfüllung. Wow. Das ist wie Wunscherfüllung. Das ist so schön. Wunderschön. Also erstmal die Wunscherfüllung und die Königin der Stäbe. Ich denke mal, du bist in einer Beziehung und du bist jetzt so gefestigt oder ihr beide seid so gefestigt, dass ihr, ich sag mal, vielleicht macht ihr euch selbstständig oder ihr macht was anderes, was Mut bedeutet. Also das kann die nächsten 48 Stunden auf euch zukommen, dass ihr Gespräche habt über neue Dinge, vielleicht eine Reise, vielleicht sich selbstständig machen. Und hier ist der Herrscher. Das ist eigentlich sonst der Chef, eine Autoritätsperson. Und die wird wohl von außen, also wenn das umgekehrt ist, sage ich immer, das kommt von außen auf dich zu. Ja, dann kann das schon sein, dass das vielleicht ein neuer Job ist oder vielleicht auch jemand, der euch was Neues erzählt, der so, ja, vielleicht Chef ist oder auch eine Person wie eine Vaterfigur. Sowas könnte das sein, ne? Gut, wir gucken jetzt mal weiter. Gucken wir mal weiter. Was gibt es denn noch? Ah ja, hier haben wir wieder 2. Was haben wir hier? König der Stäbe. Das mache ich nicht über Kopf, weil das kann ich über Kopf nicht lesen. Und der kommt auch nicht von der, wenn er von außen kommt, bleibt er trotzdem so, ne? Also eine starke Persönlichkeit. Hier seht ihr auch den Löwen. Eine starke Persönlichkeit, genauso wie der Herrscher, der von außen auf dich zukommt, kann auch der auf dich zukommen, kann auch dich selber widerspiegeln. Und hier haben wir das Rad des Schicksals. Also was ihr beiden da habt. Und ich sehe 2 Personen. Was ihr beiden da habt, das ist eine ganz tolle Symbiose. Also richtig schön. Und ihr seid beide mutig. Und ihr wollt auch drüber reden. Ja, und hier kommt noch mal so eine Kraftkarte dazu. Und das ist auch eine Personenkarte, das ist eine Hofkarte. Und das ist genauso wie die Königin, das ist ja Königin der Stäbe und König der Stäbe. Das ist ja ein Couple, ne? Ich will es euch mal zeigen. Das ist ein Pärchen. So, also insofern, und hier seid ihr auch als Pärchen, das ist das 10 der Kelche. Und die 10 der Kelche sind alle gefüllt. Das ist so Wunscherfüllung. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Mensch, das sind ja traumhaft Karten für die nächsten 48 Stunden. Jetzt kläre ich das mal auf. Was haben diese Karten für euch zu bedeuten? Gehen wir erstmal auf den König. Ich habe das jetzt umgekehrt gelegt. Das sollte so bleiben. Das hat auch einen Grund, warum das so gefallen ist.
So, und dann will ich das mal nicht verfälschen. Also das ist hier die Zusatzkarte. Jetzt stimmt das. Also Ordnung am Arbeitsplatz, ne? So, jetzt nochmal. Was bedeutet die Königin der Stäbe fürs Kollektiv? Für die nächsten 48 Stunden. Was bedeutet die Königin der Stäbe? Eine Karte bitte. Da ist sie. Ne, das sind sogar drei. Drei Karten für die Königin der Stäbe. Also die Königin der Stäbe, die möchte sich gerne, wie mache ich das, wie packe ich das hin? Ich packe das hier mal auf diese Seite, das sind 3 Stück. Also die Königin der Stäbe, die hat lange genug gelesen, studiert, alles untersucht und macht sich jetzt auch auf den Weg. Und das zeigt ja auch der Narr. Ja, du hast dich belesen und du hast das auch alles durchleuchtet, was du willst oder was ihr beide wollt. Und du bist mutig genug, diesen ersten Schritt zu machen. Also vielleicht hattet ihr da schon lange eine Idee oder seid am Plan gewesen und jetzt wird es was. Und es sind zu viele. 10 brauche ich auf eine Karte. Einmal auf den Nahen für die nächsten 48 Stunden fürs Kollektiv. Liebes Universum, eine Karte für den Narren. Da ist er. So. Ja, irgendwas ist da noch. Und da gehe ich mal von aus, ich packe die mal hier hin, da gehe ich mal von aus, dass der von außen kommt, noch ein bisschen Zweifel sieht. Ja, brauchst du aber nicht. Das brauchst du nicht. Wenn ich das alles so sehe, du brauchst keine Zweifel oder ihr braucht keine Zweifel haben. Das klappt. 100%. Und da sind so ein paar Dominante, entweder der Chef oder der Vater oder eine Führungsperson, die rät da ein bisschen von ab. Die kommt von außen auf dich zu und ihr habt da ja auch drüber gesprochen. Ihr beiden habt da ja auch drüber gesprochen, über den Plan. Und der rät davon ab. So, was hat der Herrscher in Reverse, heißt der umgekehrte Form, was hat der Herrscher für die nächsten 48 Stunden zu sagen? Wollen wir mal gucken? Ja, der behält das lieber für sich. Ja, aber du hast schon diese Intuition und dein Bauchgefühl, das täuscht sich nicht. Also er sagt das alles so unter verschlossener, also so, ja, so ein bisschen verschlossen, aber gibt so Zeichen, dass er damit nicht einverstanden ist. So deute ich das, so kommt mir das rein. Ich mache das jetzt auch nochmal eben so, dann kann man das besser nachher sehen. Die lege ich so ein bisschen, dass man die ganz sieht. Er ist etwas verschlossen. Das kann der Chef sein, wie gesagt, der Vater, eine andere Führungsperson, ist verschlossen und ist mit dieser Planung, die ihr beide habt, nicht einverstanden, gar nicht. Vielleicht willst du auch kündigen oder so, kann natürlich auch sein. Wer ist denn natürlich nicht vereint? Was heißt natürlich? Vielleicht klappt das da auch, ist das Betriebsklima schlecht oder sonst irgendwas. Wir gucken mal auf den König der Stäbe. Das ist ja dein Partner in diesem Kartenbild für die nächsten 48 Stunden. Da fliegt sie schon. So. Da haben wir die Transformation, das heißt die Veränderung. Man transformiert sich. Na gut, wenn man was Neues anfangen will oder zumindest im Gedankengang füttern möchte und den Plan vervollständigen möchte, nochmal durchgehen möchte, dann braucht man eine Veränderung, eine Weitsicht, ne? Und man muss dann alles in Erwägung ziehen und alles berücksichtigen. Klar, und dafür brauchst du auch deine starke Partnerin und die hast du. Was bedeutet denn das Rad des Schicksals für euch? Das Rad des Schicksals für das Kollektiv für die nächsten 48 Stunden. Ich hoffe, ihr geht da gut mit in Resonanz und wenn nicht, dann ist das nicht eure Legung. Dann vielleicht das nächste Mal. Oder nimmt dann teilweise mit, was ihr davon braucht. So, das Rad des Schicksals sagt, geht damit an die Öffentlichkeit. Ja, geh damit an die Öffentlichkeit und du kriegst große positive Resonanz. Richtig schön. Jetzt habe ich hier nochmal so Orakelkarten und die werde ich nochmal nehmen hier. Ich werde nochmal 2 Stück auf euch beide ziehen hier und hier auf die Hauptenergie. Die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche sagt ja auch rundweg Erfolg, Zufriedenheit, Glück, Wunscherfüllung. Kommt gleich nach der Sonne. So, was haben wir denn hier? Also wir haben 2 Stück sogar.
Einmal die Schatzkiste. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da steht großes Geld, Eigentum, Wohlstand, Vermehrung, Zugewinn. Jemand oder etwas ist ein wahrer Schatz. Und das liegt auf euch beiden. Und dann jüngstes Kind, drittes oder viertes Kind, Enkelkind, etwas Kleines oder sehr junge Person. Vielleicht kennst du auch eine sehr junge Person. Vielleicht bist du ja schwanger, kann auch möglich sein. Also, oder irgendwie die Zahl 3 oder 4 spielt eine Rolle. Ne? Oder eine junge Person, die spielt eine Rolle. Und das weißt du am besten. Ich lege die auch mal, wo lege ich die denn hin, dass ihr die sehen könnt? Ich lege sie mal hier hin. Die spielt eine Rolle und da guckst du mal auf die Zeichen. Jedenfalls das, was ihr vorhabt, was ihr besprecht, was ihr plant oder was ihr euch ausmalt zu tun, das bringt großes Geld. Ja, Wohlstand, Vermehrung. Und das konnte man hier ja auch schon sehen. Das konnte man auch schon sehen. Und einer ist dagegen. Und das ist, denk mal, ist so ein bisschen so ein kleiner Neidfaktor. Aber ich sage in Anführungsstrichen klein, weil Zweifel gesät werden. Und lasst euch nicht davon abbringen. Also die nächsten 48 Stunden bringen hier schon ein bisschen Power in das Kartenbild und in euer Vorhaben. Ne? Ihr seid ein cooles Paar. Echt klasse. Also fangt mal was Neues an. Ne? Durchdenkt das alles gut. Belesen habt ihr euch oder zumindest ein Part von euch. Das bedarf natürlich Veränderung, wenn man sich selbstständig machen will. Oder man will auf Reisen gehen oder man hat einen Plan, den man sich verwirklichen will. Und das ist eine Wunscherfüllung. Ne? Und alles, was ihr macht, das steht unter einem guten Stern. Vielleicht bist ihr schwanger. Das sieht so gut aus. Ja, was können wir denn noch dazulegen? Ich glaube, das war schon. Ne? Jetzt gucken wir mal unter die Kartendecks hier. Was sagt denn das Lenormand? Ja, wieder Neuanfang, wieder ein Kind. Also Neuanfang, würde ich sagen. Der Narr ist Mut, Neuanfang. Ja, man verändert sich. Was ist denn bei euch los? Das sind ja super Energien. Was haben wir hier denn? Feuerwerk, Neuanfang. Ich muss das mal eben, Entschuldigung, aber ich muss das mal eben hier so hochhalten. Also, das steht Neuanfang. Könnt ihr das überhaupt sehen? Neuanfang, Chancen, etwas beginnen, gute Gelegenheit, Winter, Jahreswechsel. Also ich denke mal so, da ist dieser Plan, der wird jetzt geboren. Der wird jetzt geboren und das bringt richtig was. Ja, das ist wirklich schön. Könnt ihr das eigentlich alles sehen, was ich da so gelegt habe? Ich denke schon. Also ich lege die jetzt hier hin. Das sind die Karten. Das habe ich ja schon gemacht. Das war diese hier. Die kann ich hier so drauflegen. So. Na, also das Kind lege ich da drauf, weil das Kind kam da von der Rückseite. So, jetzt habe ich alles in Ordnung am Arbeitsplatz. Prima. Ja, das war eure Legung für die nächsten 48 Stunden. Und ich würde mich freuen über ein Like. Das habt ihr ja auch immer fleißig gemacht und hört nicht auf damit. Vielleicht schenkt ihr mir ein Abo und meine Legungen werden immer spannend bleiben und ich bleibe am Ball. Und die Tagesenergien, die gibt es ja eh immer. Ja, und ihr könnt mir auch Vorschläge machen, was ihr so wissen wollt. Na, vielleicht mache ich dann da eine Legung mit. Also kommentiert ruhig fleißig. Also bis dato weiterhin viel Erfolg. Na, verwirklicht euren Plan jetzt die nächsten 2 Tage. Kann natürlich auch, das Universum kennt keine Zeit. Es heißt jetzt 48 Stunden, kann natürlich auch etwas länger sein. Oder es ist schon ein Plan, den ihr nur noch ausarbeiten und erfüllen müsst. Und ihr kennt ja das Universum, ne? Es macht, was es will, wann es will. Ja, also bis dahin fühlt euch alle von mir gedrückt und wir sehen uns bald wieder. Eure Asteria.